Hi, ich bin der Tim. Ich mache meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration bei IPC Computer und ich zeige euch heute, wie man beim Lenovo Yoga 714 ITL5 den Displaydeckel tauscht. Also den Displaydeckel oder auch andere Ersatzteile für das Lenovo Yoga oder auch für andere Notebooks sowie die Gummimatte oder das Schraubenset, was wir hier im Video verwenden, oder die Klebestreifen zum Beispiel, findet ihr bei uns im Shop. Der Link ist auch in der Beschreibung. Genau, checkt es auf jeden Fall mal aus. Also das ist jetzt das Gerät. Ich finde, der Displaydeckeltausch bei dem Gerät ist auf jeden Fall machbar. Er ist schon ein bisschen schwieriger, gerade weil man hier auch ein Touch-Modul hat und das alles vom Design her sehr rund ist. Das heißt, man sieht jetzt nicht direkt, wo man jetzt mit dem der Frontrahmen ist. Das Gerät hat an sich auch keinen richtigen Frontrahmen. Das ist ja auch eine Touch-Einheit. Genau, und vom Design her ist das alles ein bisschen anders und in dem Fall vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auf jeden Fall sehr machbar. Also beim Displaydeckeltausch, dadurch, dass es hier ein 360-Grad-Gerät ist, würde ich das Gerät am Anfang so ein bisschen umklappen. Dann kommt man nämlich gut an die Linie hier, wo man den Frontrahmen sozusagen, der hier nur so unten drunter ist, kann man den gut abnehmen. Da muss man einfach mit einem Werkzeug hier dazwischen. Das ist teilweise ein bisschen schwer, aber man kommt dann eigentlich mal relativ gut rein und dann geht es eigentlich auch schon ganz gut. Und dann hat man den Frontrahmen abgemacht und dann muss man die Display-Einheit rausnehmen. Das ist jetzt hier auch ein Touch-Modul, das heißt, es gibt verschiedene Platinen und das ist alles auch sehr, ein bisschen anders, aber an sich auch nicht viel. Also beim Display ist es so, dass es verschraubt und verklebt ist. Das heißt, man hat hier 3 Schrauben. Die äußeren sind für die Scharnier und Klebestreifen, die sieht man jetzt nicht, die sind hier unten drunter. Und die muss man halt abnehmen, um die Display-Einheit zu entfernen. Genau, das heißt, man schraubt jetzt erstmal diese 3 Schrauben hier raus. Und dann kann man auch die Klebestreifen rausnehmen. Bei dem Gerät ist es jetzt ein bisschen schwierig. Die sind nämlich hier unter dem Display. Muss man mit einer Zange ein bisschen hier rein. Genau, und dann kann man es eigentlich rausziehen. Dasselbe gibt es noch auf der anderen Seite. Und da ist auch wieder dasselbe, dass man so ein bisschen erstmal suchen muss, wo das ist. Genau, und dann kann man das Display auch schon rausnehmen. Das ist oben ein bisschen eingehakt, das heißt, man muss ein bisschen schauen, dass man es nicht gleich, dass man es so ein bisschen nach unten zieht. Und dann kann man es nach vorne klappen. Auch hier vorsichtig sein mit den Verbindungen von dem Gerät, vom Display. Das ist hier so mit einem Haltebügel zusammengesteckt, den muss man dafür davor entfernen. Und dann auf der Seite hat man auch die zusätzliche Touch-Verbindung. Da muss man auch aufpassen. Zuerst den Kleber hier wegmacht und dann kann man die einfach
rausziehen. Dann hat man das Display auch schon ausgebaut. So, wir haben jetzt hier den neuen Displaydeckel. Wir verbauen den nicht, wir verbauen den alten, weil der ist ja noch funktionstüchtig, aber nur, damit man sieht, wenn man den sich kauft, was man dann bekommt. Und da sieht man zum Beispiel jetzt auch die Bauteile, die im Voraus schon verbaut sind. Das heißt, die Klebestreifen, die wir gerade entfernt haben, sind hier welche drin. Was allerdings fehlt, ist die Webcam. Sieht man hier oben und auch dieses Kabel. Das hängt aber an der Webcam. Genau. Und das heißt, diese hier muss man entfernen. Da gibt es auch hier Klebevorrichtungen, wo man sie dann hinzufügen kann. Aber die muss man auf dem alten Displaydeckel entfernen und das ist dann auch der nächste Schritt, bevor man den Displaydeckel komplett vom Gerät trennt. Genau, dazu, Webcam ist immer ein sehr sensibles Bauteil, weil es eine sehr dünne Platine ist. Muss man erstmal hier das Kabel trennen. Dazu muss man diese kleinen Haltebügelchen hier hochklappen, auf beiden Seiten. Und dann kann man das Kabel auch schon rausnehmen. Muss man auch ganz vorsichtig sein. Das ist ja noch auf dem Boden verklebt. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Genau. Und dann kann man den größeren Stecker entfernen und den auch herausziehen. Das Kabel dann auch hier so aushängen schon mal. So, und als nächstes muss man dann die Webcam selber, die Platine rausnehmen. In dem Fall sind es jetzt zwei kleine Platinen. Und zwar einmal die Webcam-Platine selber hier und dann in der Mitte ist sie hier getrennt. Deswegen gab es auch dieses Kabel. Und die Platinen muss man einfach vorsichtig hier rauslösen. Und zwar am besten ja, einen etwas schärferen Gegenstand, der möglichst auch relativ flach ist. Damit man hier so ein bisschen unten drunter kommt und den Kleber löst. Muss aber auch sehr vorsichtig sein, weil die eben sehr dünn sind, die Platinen, und nicht, dass die dann auseinanderbrechen oder man die da kaputt macht. Genau. Wenn man dann den Kleber löst, kann man dann eigentlich die Platine relativ leicht auch entfernen. Und bei der größeren, bei der zweiten, ist es noch ein bisschen gefährlicher, weil die natürlich sehr leicht in zwei Hälften bricht, weil die so lang ist. Und das dann auch. Dann hat man auch schon den Rest draußen. Und dann als nächster Schritt kann man dann die Scharniere entfernen. Jetzt muss man jetzt in dem Fall hier noch so ein kleines Kleberchen lösen, damit man in die Schrauben kommt. Auf der anderen Seite ist es schon weg. Und dann kann man einfach die 3 Schrauben auf jeder Seite entfernen. Genau. Und dann muss man wieder das ganze Gerät ein bisschen nach oben klappen, aber auch mit den Händen nochmal extra an die Scharniere, weil die sonst brechen eventuell. Und dann kann man den Deckel auch entfernen. Dann hat man den Displaydeckel eigentlich getauscht. Jetzt kann man den neuen benutzen und mit dem wieder dran bauen beginnen. So, beim Ausbauen vom Display oder vom Displaydeckel hat es häufig, dass man die Klebestreifen, wie jetzt in dem Fall, das waren mal 2, jetzt ist es nur noch einer, die verkleben sich, die rollen sich auf. Das passiert sehr schnell mal und dann kann man die nicht mehr wiederverwenden oder sie reißen ab. Jetzt kann man aber bei uns im Shop ganz einfach neue bestellen.
ist in dem Fall also ein Set von 2 verschiedenen Paaren. Einmal dünnere, einmal dickere, je nachdem, was für ein Modell ihr habt. Die kann man einfach wieder verwenden für den Fall, dass falls mal ein Kleber gerissen ist. Genau, also je nach Displaygröße und Modell allgemein ist natürlich so, dass der Klebestreifen nicht immer perfekt passt, aber das ist auch gar kein Problem, weil gerade wenn er nur zu groß ist, kann man ihn einfach ohne Probleme ein bisschen abschneiden mit einem ganz normalen Messer oder einem Kartonmesser jetzt in dem Fall. Man verliert jetzt zwar diesen Abziehstreifen, aber das ist jetzt nicht wirklich ein großes Problem in dem Fall. Notfall habt noch einen auf der anderen Seite. Und dann kann man jetzt bei dem Modell, ist ja die Besonderheit, dass der Klebestreifen unten ein bisschen gebogen war und hier so da in diesem Loch hier so rauskam, obwohl er hier auf diesem schwarzen geklebt wurde. Das heißt, er war so unten ein bisschen schräg. Das können wir jetzt hundertprozentig natürlich nicht nachmachen, aber man kann schauen, dass man das so ein bisschen so hinklebt, dass es ähnlich wieder rauskommt. Also gerade so ein bisschen schauen, dass es sich nicht so sehr nach oben geht. Und dann kann man die eigentlich so ein bisschen oben drüber. Ich würde das auch so machen. Ja. Und da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen kürzer machen, damit man an die Schrauben kommt, aber ist auch machbar. So. So, wenn man die Klebestreifen reingeklebt hat, kann man dann nochmal die Scharnier festschrauben. Die muss man in dem Fall vorher schrauben, weil man nicht an alle Schrauben drankommt, wenn das Display verbaut ist. So. Dann kann man auch wieder das Displaykabel einhängen. Da sieht man hier so Rillen und so Haltelinien, Haltefugen, das ist das Kabel gerade wieder so ein bisschen reindrücken muss. Genau, dann kann man das Kabel für die Webcam auch wieder reinkleben. Und als nächstes dann die Webcam selbst, angefangen mit dem kleinen Teil. Der kommt jetzt in dem Fall hier hin. Genau, und dann kann man die Kabel auch wieder anstecken. Immer mit dem blauen nach oben. So. Und dann muss man auch den Bügel wieder oben drauf klappen. Und dann kann man das andere Kabel, was es noch gab, verbinden. Und es ging ja von dieser Platine zu der anderen. Das heißt, selbes Spielchen.
dann kann man auch das Display wieder holen und verbinden. Jetzt muss man das alles ein bisschen umdrehen einmal, damit die Verbindungen auch alle richtig sind. Den Bügel auch wieder schließen an der Verbindung hier und den Kleber drauf machen. Und hier beim Touch dasselbe. So. Dann kann man den Kleber, blaue Schutzfolie sozusagen vom Klebestreifen entfernen. Und das Display dann. Wichtig ist hier sieht man hat Haltenasen oben am Display. Hier oben. Das muss man so ein bisschen hier so reinführen. Und dann kann man es unten hineinlegen. Muss echt schauen, dass es gut positioniert ist, weil durch die Klebestreifen kriegt man es dann fast gar nicht mehr raus, wenn man es einmal richtig reingelegt hat. Hier ist das Kabel jetzt nicht ganz optimal. Das kriegt man wieder hin. So. Genau, und dann muss man das Display jetzt auch festschrauben. In den 3 Verschraubungen. Und dann kann man auch schon den Frontrahmen wieder nehmen und aufstecken. So. Also, das war der Displaydeckeltausch beim Lenovo Yoga 7 14 ITL5. Genau. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.